New York City sei, so sagte es Louise Nevelson einmal, die größte Collage der Welt. Für die Künstlerin ist die Stadt kein bloßes Raster aus Stahl, Glas und Beton, sondern ein unerschöpflicher Fundus aus Fundstücken und Fragmenten, ein gewaltiges Archiv der menschlichen Zivilisation, des Abgelegten, des Weggeworfenen, des Vergessenen, der Fundstücke, die darauf warten, in eine neue Ordnung überführt zu werden. Nevelson schafft aus den hölzernen Überresten einer urbanen Zivilisation, aus Setzkästen, Tischbeinen und Trümmern, Werke, denen trotzdem nicht der Geruch von Abfall anhaftet, sondern denen vielmehr der Geist der Architektur, der Geschichte und vielleicht sogar des Sakralen innewohnt. Louise Nevelsons Royal Tide 4, zu Deutsch Königliche Gezeiten 4, heute ein Schlüsselwerk der Sammlung des Museum Ludwig in Köln, transformiert das Prinzip der Assemblage aus verschiedensten Einzelteilen in eine monolithische, monochrome, golden strahlende Wand, die der Betrachter weniger als Kunstwerk, denn als begehbares Ereignis von sakraler Anmutung erlebt. Wir erhaschen hier scheinbar in diesem E pluribus unum einen Blick auf etwas Göttliches. Louise Nevelson, 1899 als Lea Berliavsky in Kiew in der Ukraine geboren und 1905 mit ihrer jüdischen Familie in die USA emigriert, wächst dort in einer Atmosphäre des Fremdseins auf, die ihren Blick für das Verborgene, das Abgelehnte und das Ausrangierte schärft. Ihre künstlerische Entwicklung ist, auch durch eine von konservativen Erwartungen geprägte Ehe, getrieben von einem tiefen Streben nach Autonomie und Unabhängigkeit. Zugleich begleiten große Weggefährten ihren Werdegang. Nevelson studiert bei Hans Hofmann in München, arbeitet mit Diego Rivera, dem Mann Frida Kahlos. In den 1930er und 1940er Jahren erprobt Nevelson systematisch an kleinformatigen Arbeiten aus Terrakotta, Bronze und Gips im Dreidimensionalen, plastische Ausdrucksformen und das Zusammenspiel von Form und Schatten. Einen entscheidenden Impuls für ihre spätere Arbeit erhält sie zwischen 1947 und 1954 als Mitglied der legendären New Yorker Druckwerkstatt Atelier 17, wo sie ihre plastischen Ansätze auf die Fläche überträgt, gefundene Textilien, Spitzen oder flache Metallteile direkt als Materialabdrücke in die Druckplatten presst. Diese Phase ist für ihr späteres Werk wegweisend. Das Prinzip des motivischen Schichtens und die Dekontextualisierung von Alltagsgegenständen, die Nevelson hier zunächst grafisch untersucht, werden später zur methodischen Basis ihrer Holzassemblagen. Zudem festigt die Arbeit mit den dunklen Druckfarben ihre Vorliebe für die Monochromie als raumschaffende Kraft, welche die disparaten Einzelteile ihrer späteren Wandreliefs in ein Ganzes vereinen wird. Während in der Malerei der 1950er der abstrakte Expressionismus weiter die Leinwände der Ateliers und Galerien dominiert, wendet sich Nevelson in ihren Werken schließlich endgültig ihrer charakteristischen dreidimensionalen Ausdrucksform zu. Die Künstlerin kehrt dabei konsequent den klassischen, tradierten Werkformen der Bildhauerei den Rücken, arrangiert gefundene Holzfragmente zu teils monumentalen, horizontalen, skulpturalen Landschaften. Ihre verschiedenen Werkphasen lassen sich über die Jahre formal über die jeweilige die Arbeiten bestimmende Farbwahl definieren. Ein mattes Schwarz, das für Nevelson das Universum, die Nacht, das Mysterium und die Summe aller Farben repräsentiert. Weiß als Manifestation der Morgenröte, des Erwachens und der Idee einer spirituellen Reinheit. Und schließlich das Gold einer göttlichen Sonne. Die fünfteilige Royal Tide-Serie, zu der das Kölner Werk gehört, entsteht zwischen 1959 und 1963 und markiert den Wendepunkt, an dem die Künstlerin auch das Licht selbst bewusst zum werkgestaltenden Material erhebt. Sie markiert Louise Nevelsons konsequente Hinwendung zur Farbe Gold und umfasst 5 monumentale Hauptwerke, die heute als Ikonen der Assemblagekunst gelten. Diese wandfüllenden Strukturen, bestehend aus in Holzkästen akkumulierten Alltagsgegenständen, sind über internationale Spitzenmuseen verteilt. Royal Tide One befindet sich im New Yorker Storm King Art Center. Dieses Werk ist besonders bedeutend, da es 1961 in der wegweisenden Ausstellung The Art of Assemblage
im MoMA gezeigt wurde. Royal Tide 2 findet sich ebenfalls in New York im Whitney Museum und Royal Tide 3 ist im dänischen Louisiana Museum bei Kopenhagen zu sehen. Die raumgreifende Nummer 4 ist, wie bereits erwähnt, im Kölner Museum Ludwig beheimatet, während die Reihe abschließende Nummer 5 ihren Platz im Phoenix Art Museum in Arizona gefunden hat. Royal Tide 4, Königliche Gezeiten 4, präsentiert sich als eine monumentale, wandfüllende plastische Arbeit aus Holz, die vollständig mit einer matten, goldenen Farbschicht überzogen ist. Das Werk besteht, ebenso wie seine Geschwisterwerke, aus einer Vielzahl von rechteckigen Holzkästen unterschiedlicher Tiefe und Größe, die wie in einem gewaltigen Setzkasten oder einem architektonischen Raster übereinander und nebeneinander gestapelt sind. In diesen Kästen befinden sich eine unüberschaubare Fülle hölzerner, willkürlich wirkender Fragmente, Drechselarbeiten, Leisten, geometrische Blöcke, flache Scheiben und organisch anmutende Splitter, neben und übereinander, sich teilweise ergänzend und verdeckend. Die Gesamtanlage des Werks wirkt trotz der Fülle an Details streng geordnet, da die äußeren Begrenzungen der Kästen immer wieder eine klare vertikale und horizontale Gliederung, eine Struktur vorgeben. Die Goldfarbe nivelliert dabei die materiellen Unterschiede, die unterschiedlichen Texturen und die Geschichte der einzelnen Fundstücke. Ob es sich um edles Möbelholz oder grobe Industrieabfälle handelt, ist nicht mehr unmittelbar erkennbar. Die spezifische Herkunft der Holzteile tritt zurück hinter eine einheitliche, monolithische Wirkung. Die Raumwirkung des Werkes ist nichtsdestotrotz ambivalent. Einerseits besetzt die Assemblage als massiver Körper den realen Raum. Andererseits erzeugt sie in der realen Tiefenstaffelung und durch die unterschiedliche Tiefe der strukturgebenden Kästen einen virtuellen Raum aus Licht und Schatten. Die Kästen fungieren als Nischen, die den Blick des Betrachters einfangen und weg vom großen Ganzen in kleine, gegeneinander abgeschlossene Mikrokosmen leiten. Die Binnenstruktur erzeugt auf diese Weise einen Rhythmus aus Offenheit und Verschlossenheit. Die Reihung der Kästen erinnert an die formal sparsame, serielle Logik der Minimal Art. Dieser wird zugleich jedoch eine barock anmutende Fülle an verschiedensten Binnenformen gegenübergestellt. Die Kompartimentierung erinnert so an die Form mittelalterlicher Altäre, in denen Heiligenfiguren oder Reliquien in Nischen präsentiert werden. Jeder einzelne dieser Kästen in Nevelsons Wänden wirkt wie ein kleiner Schrein oder ein sakrales Gehäuse, das den darin befindlichen, eigentlich profanen Gegenstand schützt und ihm eine religiöse Aura verleiht. Die Komposition von Royal Tide 4 basiert auf dem Prinzip der Akkumulation. Die einzelnen alltäglichen Fundstücke, die Objets trouvés, verlieren in der Gesamtschau ihre ursprüngliche Funktion. Ein einmal verbautes Tischbein ist kein Tischbein mehr, sondern eine vertikale Achse. Eine montierte Rundung wird zum Symbol für einen Himmelskörper. Diese De- und Rekontextualisierung ist der Kern von Nevelsons Assemblage-Logik. Ihre Arbeiten sind nicht figurativ, evozieren aber eindeutig architektonische Assoziationen. Man denkt an altägyptische Grabkammern, die Skyline einer futuristischen Metropole oder aber an mittelalterliche oder eben barocke Altäre. Die für die Wirkung maßgebliche goldene Farbe übernimmt im Werk die Funktion eines verbindenden, eines vereinheitlichenden Elements. Während Nevelsons schwarze Werke aber das Licht der Umgebung zu absorbieren und so innere Geheimnisse zu verbergen scheinen, reflektiert in Royal Tide 4 das Gold das Umgebungslicht und projiziert es zurück in den Raum. Die Farbigkeit wird so zum aktiven, zum in die Umgebung des Werkes hinauswirkenden Gestaltungsmittel. Je nach Standpunkt des Betrachters wandern Schatten und Reflexionen durch die Nischen der Assemblage, flimmern, schaffen Raum und Räume. Ein Vexierspiel, durch das das eigentlich doch starre Holz eine dynamische, eine kinetische, eine immaterielle Qualität erhält. Die Tide, die Gezeiten im Titel, verweisen auf eine zyklische Bewegung, ein Fließen, ein metamorphisches, reinkarnierendes Kommen und Gehen, das durch den metallischen Glanz des Goldes das Absolute, das Göttliche, Begriffe, die auch Nevelson explizit mit dieser Werkgruppe verbindet, symbolisch sichtbar macht. Diese religiöse Aufladung der Werke der Serie ist insbesondere im Fall von Royal Tide 4 bemerkenswert. Denn nur einen Steinwurf entfernt findet sich im Kölner Dom mit dem Dreikönigsschrein eines der wohl prächtigsten Reliquiengefäße des Mittelalters. Während der historische Schrein die Knochen dreier mystischer Heiliger birgt, konserviert Nevelson die hölzernen Überbleibsel einer industriellen, einer durch und durch profanen Alltagswelt.
Das Gold, dem sich Nevelson in dieser Werkreihe erstmals voll zuwendet, dient hier wie dort als Katalysator. Es entzieht den Gegenstand seiner weltlichen Herkunft und überführt ihn in einen Raum der Ewigkeit. Nevelson selbst erklärte einst, dass sie durch die monochrome Bemalung den Dreck der Straße, das gefundene Abfallholz, in eine spirituelle Dimension überführen wolle. Dieser Prozess der Veredelung ist ein alchemistischer. Die Verwandlung von profanem Blei oder eben Müll in königliches, der Titel verrät es, royales, sogar mystisch aufgeladenes Gold. Die Künstlerin selbst sagt, sie wolle zeigen, dass sich von der Straße gesammeltes Holz in Gold verwandeln könne. I wanted to show that wood picked up on the street can turn to gold. Zugleich ist die Wahl des Goldes ein Verweis auf die Kunstgeschichte selbst. Nevelson spielt auf die ihr aus ihrer Jugend in der orthodoxen Ukraine bekannte Ikonenmalerei an, sowie auf die Repräsentationskunst vergangener Jahrhunderte, die sie hier in eine eigenständige Sprache der Moderne übersetzt. So betrachtet wird die goldene Wand zu einem modernen Altaraufsatz, einem Retabel, der in seinen Nischen die dargebotenen Trümmer der Straße mit der Aura des Sakralen umkleidet. Nevelson bedient sich auch in der Formensprache der Gotik, ihrem vertikalen Streben, der kleinteiligen Maßwerkstrukturen und der Erzeugung eines mystischen Glanzes, die sie auf diese Weise in eine individuelle Abstraktion übersetzt. Nevelsons Wände werden hierbei als architektonische Umgebungen gesehen, die eine ähnliche Ehrfurcht und körperliche Präsenz fordern wie der Aufenthalt in einer Kathedrale. Die Verbindung zwischen ihrer eigenen Formensprache und der des Altars erfährt 1975 eine sehr konkrete Manifestation, als die Künstlerin beauftragt wird, die Chapel of the Good Shepherd in der St. Peter's Church in Manhattan zu gestalten. Dort schafft sie ein Gesamtkunstwerk aus weißen und goldverzierten Holzstelen und Wandreliefs, die unmittelbar als sehr reale Altarwand fungieren. Es entsteht ein Ort, an dem Nevelsons abstrakte Formensprache ihre eigentliche Bestimmung findet. Die Schaffung eines Meditationsraumes, der sakrale Archetypen anspricht, ohne aber an eine spezifische religiöse Dogmatik gebunden zu sein. Königliche Gezeiten 4 ist also auf zahlreichen Ebenen ein Werk der Transformation, der Transzendenz. Nevelson praktiziert eine Form des künstlerischen Upcyclings lange bevor dieser Begriff existiert. Sie rettet die Relikte einer vergehenden handwerklichen Welt vor der Vernichtung und überführt sie in die Welt der Kunst. Dabei lassen sich grundlegende Parallelen zum künstlerischen Konzept der sogenannten Spurensicherung ziehen, einer Position, welche die künstlerische Arbeit als einen Prozess der Archäologie des Alltags und der individuellen Mythologie begreift. In der seriellen Reihung der Holzkästen vollzieht Nevelson ihre ganz eigene Form der Sicherung einer vergehenden, vielleicht schon vergangenen Welt, indem sie die aus dem Straßenbild New Yorks geborgenen Fragmente nicht bloß als formales Material, sondern als Träger kollektiver Erinnerungsspuren behandelt. Zugleich fungiert das Werk als ein gewaltiges Archiv des urbanen Raums, in dem die Relikte der Zivilisation durch die monochrome Fassung und die nischenartige Anordnung vor der Vernichtung bewahrt und in eine neue, dauerhafte Ordnung überführt werden. So wird die Assemblage als Synthese aus Chaos und Ordnung, aus Müll und Monument, aus Profanität und Spiritualität zu einer Totenmaske der modernen Stadt, die den flüchtigen Moment des Suchens und Findens in eine monumentale Struktur übersetzt und dabei die Grenze zwischen künstlerischer Gestaltung und anthropologischer Forschung aufhebt. Nevelsons Arbeit reklamiert wohl zu Recht für sich, dass sie in keine andere Nische passt als in ihre eigene. Ich habe meine eigene Welt geschaffen. So sagte es Nevelson selbst. Und sie ist viel besser als alles, was ich jemals draußen gesehen habe.